So I sit comfortably and I forget what is around me. Ich setze mich bequem hin und ich vergesse, was sich um mich herum befindet. Slowly, slowly, I relax my body. Ganz langsam entspanne ich meinen Körper. And I put my attention for the few next minutes on the center of my forehead. Und für die nächsten paar Minuten richte ich die Aufmerksamkeit auf die Mitte meiner Stirn. I identify myself with the subtle being who lives beyond these eyes. Ich identifiziere mich selber mit dem subtilen Wesen, das hinter diesen Augen lebt. The subtle energy that animates this body. Diese subtile Energie, die den Körper belebt. It is here, just beyond my eyes, that I reside, I the soul. Es ist genau hinter den Augen, wo ich, die Seele, mich befinde. I am a part of consciousness, very subtle, gentle and loving energy. Ich bin ein Punkt reinen Bewusstseins. Eine subtile, sanfte Energie. I am a living and radiant energy. Ich bin eine lebendige und strahlende Energie. The deep nature of the being that I am is very beautiful and pure. Die tiefe Natur dieses Wesens, das ich bin, ist sehr wunderschön und sanft. In this luminous consciousness of who I really am, fear disappears. In diesem lichtvollen Bewusstsein darüber, was ich bin, verschwindet jegliche Angst. Because everything I need is here inside me. Weil alles, was ich brauche, ist hier in mir. Happiness, peace, Glück, Frieden,
contentment, Zufriedenheit, benevolence, Wohltätigkeit, love, Liebe, are my inner qualities. all dies sind meine inneren Qualitäten. It's my true nature. Dies ist meine wahre Natur. This consciousness gives me an infinite potential. Dieses Bewusstsein gibt mir ein unbegrenztes Potenzial. By giving time and space to these thoughts, Indem ich diesen Gedanken Zeit und Raum schenke, I can transform my thoughts, kann ich meine Gedanken transformieren. my reality, Meine Realität, my relationships, meine Beziehungen and my personality. und meine Persönlichkeit. The soul is a diamond. Die Seele ist ein Diamant. Om Shanti. Om Shanti. So, nochmals guten Abend. Again, good evening. So we are very happy to have Patrizia here. She's our good friend from Saxo. Valais. I don't even know how you say this in English. Valais, from Wallis. So, heute haben wir Patrizia hier von Saxo aus dem Wallis und sie ist ein guter Freund von uns. Und wir kennen Patrizia als jemanden, die immer ein Lächeln auf dem Gesicht hat. Und ich würde sagen, wenn jemand immer ein so natürliches Lächeln zeigen kann, dann bedeutet das, dass da viel innere Reife und auch Stärke da ist. Und das kommt wahrscheinlich von ihrer Arbeit auch mit den Kindern, die sie seit vielen Jahren ausführt, aber auch seit vielen Jahren praktiziert sie Raja-Yoga-Meditation. So Patrizia, since many years, she's working with children as a teacher, but also practicing Raja Yoga meditation for many years. And we know her as someone who always have a natural smile on her face. And I was really thinking, probably you need a lot of inner strength and maturity if you want to keep a natural smile in the face of challenges. So, and of course, we want to know today from you how you do that. So we wonder what the 7 keys are to improve our lives. Natürlich möchten wir heute erfahren von Patrizia, wie sie das macht, dass
das natürliche Lachen im Gesicht nicht verliert, auch angesichts von Herausforderungen. So, willkommen, welcome, and happy to hear from you now. Thank you very much, Matthias. Thank you. And yes, good evening to everybody. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sie Thank lehrt you. auch Deutsch eigentlich, so she's also teaching German, in fact. So thank you for inviting me. And yes, I'm very happy to explore this topic because yes, I think that it can really help. It can really help to explore these different keys to improve our lives. So, sie ist glücklich, dass sie dieses Thema hier präsentieren kann, weil sie selber überzeugt ist, dass diese Schlüssel, die sie präsentieren wird, dass die in unserem Leben wirklich helfen können. Okay, yes, we are all looking for happiness and peace, and we all want our lives to be the more light possible. And but sometimes we use wrong habit that really that really are obstacle for that aim. Thanks so much. So, wir alle suchen nach Glück und Frieden in unserem Leben und wir wollen ein Leben in Leichtigkeit führen, aber manchmal haben wir falsche Gewohnheiten, die uns dann eigentlich daran hindern, dieses leichte Leben zu leben, das wir eigentlich möchten für uns. Okay, so I will explore 7 keys. And the first one, it's the one we already explored a little bit in meditation, is rediscovering my true identity and my true nature. So, wir wollen jetzt diese 7 Schlüssel uns anschauen und es geht darum, die wahre Natur von uns wieder zu entdecken, kennenzulernen. Okay, you know, we are human beings. And just in these words, we can feel already 2 energies. Human, which is more about the body, a physical energy, and being, which is more subtle and something has to be, yes, with something more subtle, the being inside. So, wir sind Menschen hier auf der Erde und durch unsere Existenz vereinen wir eigentlich 2 Energien. Und zwar eine den Körper, in Englisch sagen wir Human Being. Human steht für den Körper, mehr das Grobstoffliche, und dann das Being, das Wesen, das mehr die subtile Energie in uns. Okay, in spirituality we say that the true I, the consciousness, is the spirit that animates the body. In der Spiritualität sagen wir, dass das wahre Ich der Geist ist, die Seele, die diesen Körper belebt. And what is very important to remember is that this energy that is completely invisible is totally pure. Und was ganz wichtig ist, dass man sich daran erinnert, ist, dass diese Energie, die unsichtbar ist, dass die absolut rein ist. And in this purity, there is peace, there is happiness, there is contentment, there is everything we are looking for. Und in dieser Reinheit, da gibt es diesen Frieden, Zufriedenheit, Glück, alles, wonach wir eigentlich suchen, ist in dieser Reinheit enthalten. And so, why do we practice meditation? Und warum praktizieren wir Meditation? I would say it is just because we have forgotten who we really are and we want to get in touch again with this consciousness. Es ist eigentlich, weil wir vergessen haben, wer wir wirklich sind, und wir wollen wieder mit diesem Wesen, das wir sind, in Kontakt kommen. Because we have been used to identify ourselves only with what is apparent
weil wir haben angefangen, uns nur mit dem zu identifizieren, was offensichtlich und sichtbar ist. And that creates a strong or big imbalance, and that creates our unhappiness. Und das erschafft in uns eine starke Imbalance, und das erschafft eine Unglücklichkeit in uns, ein Mangel an Glück. Ja, thanks. So, you know, the belief system in which we have been brought up say it is normal to be sad from time to time. So then you can appreciate happiness. Wir wachsen in einem Glaubenssystem auf, in dem man annimmt, ja, es ist auch normal, dass man zwischendurch ein bisschen traurig ist, weil nur so kann man das Glück wieder schätzen. Or sometimes you can even hear, yes, you have to get angry because you have to be authentic and to say what you think and things like that. Oder andere sagen, ja, man muss zwischendurch auch ärgerlich sein, man muss sagen, was man denkt, das ist authentisch und man muss sich ausdrücken. So we have learned to validate negative energies. Wir haben gelernt, negative Energien zu schätzen, fälschlicherweise. In this belief system that we have been brought up. Und das ist in diesem Glaubenssystem, in dem wir aufgewachsen sind. But this is completely not true. Aber das ist nicht wahr. Because my true nature, okay, anger, sadness, fear, this is really not my true nature. Weil wir können sagen, dass Ärger, Traurigkeit, Angst, das gehört nicht zu meiner wahren Natur. We could say that this is behaviors we have learned to protect ourselves or to manage with situations. Man könnte sagen, dass das Verhaltensweisen sind, die wir gelernt haben, um uns zu schützen, um mit gewissen Situationen umzugehen. But our deepest being vibrates, can we say this? Vibrates at a frequency that is completely different. Very, very, very peaceful and joyful. Aber unser tiefstes Wesen, was wir sind, das schwingt auf einer ganz anderen Ebene und diese Schwingungen sind absolut friedvoll. And so to meditate is really to bring this original self to the surface. Surface? Und zu meditieren, was der Effekt davon ist, dieses ursprüngliche Selbst, das wir sind, das wieder an die Oberfläche zu bringen. So it is just a consciousness that we have to awaken. Und so kann man sagen, dass es einfach ein Bewusstsein ist, das wir wieder in uns erwecken müssen. And it is very simple, very simple. Und die gute Nachricht, was ich ergänze, es ist sehr einfach, dies zu tun. Yes, because it's just paying attention. Und es geht darum, Aufmerksamkeit zu schenken. And returning many times a day, thinking about this real self. Who am I? Und dann geht es darum, viele Male am Tage da zurückzukehren und zu denken, wer bin ich da wirklich? Okay, at the beginning, it might be just like a little seed and it's not strong, but if every day you put water and it becomes a plant and then a tree, so it's the same with this consciousness. You have to nourish every day, putting good thoughts, nourishing this consciousness. So dieses neue Bewusstsein ist vielleicht am Anfang wie ein kleiner Same, der dann zu einer Pflanze heranwächst. Und es ist so ein neues Bewusstsein, dass man, wenn man das immer wieder nährt, dann wird es realer und stärker in unserem Leben. Okay, so the first key is very simple. Der erste Schlüssel ist sehr einfach. Attention many times in a day to this making. My English. Sorry for my English. Just this consciousness, this awareness of who I am.
truly inside. And even if I have some defects, I don't have to put my attention on it. I think differently. So, der erste Schlüssel ist ganz einfach. Es geht darum, immer wieder während des Tages seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wer ich wirklich bin. Und selbst wenn es auch Schwächen gibt in diesem Wesen und ich nehme diese Schwächen wahr, dann geht es darum, meine Aufmerksamkeit nicht auf diese Schwächen zu richten. Because there is no bad soul. Weil es gibt keine schlechte Seele sozusagen. The soul is always pure. Die Seele hier ist immer rein. It is just that I have forgotten something. Es ist nur, dass ich das einfach vergessen habe. So the second key is directly connected with the first. Und der zweite Schlüssel ist direkt verbunden mit dem ersten. It's about self-esteem. Da geht es um Selbstrespekt. Are you all considering here yourself as a wonderful, sacred, peaceful and joyful person? Alle hier, die hier sitzen oder auch vor dem Computer oder vor dem Handy, betrachtet ihr euch alle als eine ganz gute, weise, reine Person? Yes. If you can say yes, it's wonderful, because it's exactly what you are. Okay. Wenn man dazu Ja sagen kann, dann ist wirklich etwas sehr Schönes, weil das ist nämlich wirklich das, was du bist. If you cannot say yes today, you have to say that tomorrow morning. The first thought you will have when you get up, you say, okay, I am a peaceful, joyful, wonderful being. So, und wenn ihr das heute noch nicht fähig seid, zu euch zu sagen, dann morgen, wenn ihr aufwacht, sollte das der allererste Gedanke sein. Ich bin ein wunderbares, friedvolles, glückliches Wesen. It has nothing to do with created, thoughts. I'm sorry. It's as about creating a vibration when you say this. Es geht nicht nur darum, einfach diesen Gedanken zu denken, es geht darum, diese Schwingung zu erschaffen. And at the beginning, it might look difficult to say this, I am wonderful, because I will see my imperfections, but it's very powerful. Und am Anfang mag es nicht so einfach sein, zu sich mal zu sagen, ich bin wunderbar, weil man noch seine Imperfektion sieht. Aber, but yes, it's very powerful because aber es ist sehr kraftvoll, wenn man das macht. Because even if it might appear not so natural at the beginning, it will create a vibration, and this vibration will influence your thoughts, your words, your attitude. Am Anfang kann es sein, dass sich das nicht so natürlich anfühlt, das zu sagen, aber es erschafft eine Schwingung und diese Schwingung wird dann mein Denken, meine Einstellung und auch mein Sprechen beeinflussen. And slowly, when you repeat this many times in a day, you arrive at your job and you say, I am peaceful, I am joyful. It will slowly change also your attitude. Und wenn man das macht, immer wieder am Tag, zum Beispiel, wenn ihr bei der Arbeit ankommt, dann, wenn man sich sagt, ich bin eine friedvolle Seele, ich bin absolut friedvoll, dann verändert es auch die innere Einstellung. And imagine if you do it every day, it not only changes your attitude, it changes your character, and it changes your life, and it can change your destiny. Und wenn man das jeden Tag macht, dann verändert das unser Charakter, es verändert unser Leben und es verändert sogar unser Schicksal mit der Zeit dann. We all have been damaged, can you say that? Damaged by complication in life and difficulties and education, relationships that are not okay, various problems, you know? Wir alle, wir können
sagen wir, alle sind innerlich so fast ein bisschen geschadet auch von schwierigen Situationen, von der Erziehung oder von ja, verschiedene Situationen, die uns einfach wie zugesetzt haben innerlich. And we have developed this habit to react with anger or jealousy or crying or all these kind of things that we have to stop completely. Und dann haben wir uns Gewohnheiten aufgebaut, mit Ärger zu antworten oder mit Traurigkeit oder mit Weinen. Und das sind Gewohnheiten, die wir jetzt vollkommen aufgeben müssen. They are really bad habits. They are poison, actually. Und vorher hat sie noch Eifersucht erwähnt und jetzt sagt sie, das sind wirklich schlechte Gewohnheiten, man könnte die fast als Gift bezeichnen. And when we react like that, you are never happy. When you react with anger, for example, you can't create a good self-esteem. Und wenn wir so reagieren, zum Beispiel mit Ärger reagieren, wir können nicht glücklich sein und wir können auch keinen guten Selbstrespekt in uns entwickeln. And you know, we are trapped into action and reaction, and we so often think that we are not okay. Und wir sind so richtig gefangen in diesem Spiel von jemand sagt etwas und wir reagieren, also immer dieses Reagieren und so we are caught up and Yes, and we always think we are not okay, we should be different, I should Ja. not have said that, I should not be like that. Und dann haben wir immer diese Zweifel, ich sollte anders sein, ich bin nicht okay, ich hätte das nicht sagen sollen. Immer diese diese Zwiespälte innen. So it's really difficult to appreciate ourselves because, yes, that's true, we are imperfect, we have some defects, that's true. Es ist nicht immer einfach, uns einfach wirklich zu wertschätzen, weil es ist wahr, wir sind nicht perfekt, wir haben da Mängel in uns. But now we have to learn to talk differently to ourselves. Und was wir jetzt lernen müssen, ist, anders mit uns zu sprechen. Because if I react in a wrong way and then I complain about myself and I say, oh, I'm so bad, I have still done that. It's like an energy that I still create, taking myself to the bottom. Weil wenn wir dann einen Fehler machen und wir so mit uns sprechen, ich hätte es nicht tun sollen, ich hätte es anders sagen sollen, also diese Selbstkritik, das erschafft eine Energie, die uns ganz nach unten zieht. So I have to be aware of my weaknesses. That's important. I can't just ignore them. Ja, es ist wichtig, uns unsere Schwächen bewusst zu sein. Wir können sie nicht einfach ignorieren. But I have to find a way to deal with it, speaking softly to myself. Aber ich muss einen Weg finden, damit umzugehen, indem ich sanft mit mir spreche. And so I'm coming back to the first key. Und so komme ich zurück zum ersten Schlüssel. To see things from another point of view is to realize that I am not what I think I am. Um all das von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachten zu können, muss ich verstehen, dass ich nicht das bin, was ich dachte. So who am I? Wer bin ich also? Who can answer? Wer kann es beantworten? Ihr könnt es auch in den Chat schreiben. You can write it in the chat even. I am just something very small, very subtle. Ich bin sehr klein, sehr subtil. I am just an energy. Ich bin nur eine Energie in this body. In diesem Körper. But I am really full of peace, joy and love. Aber ich bin voller Frieden, voller Freude und voller Liebe. And so the way I perceive myself has a real impact on the way I live. So wie ich mich selber sehe, hat einen großen Einfluss darauf, wie ich lebe.
and the way I create my relationships, and I see the situations and everything. Und wie ich meine Beziehungen dann gestalte, wie ich Situationen sehe, hat alles damit zu tun. So, second question, how can I improve thoughts and the internal dialogue I have with myself? Und die zweite Frage ist, wie kann ich meine Gedanken verbessern und den Dialog, den ich innerlich mit mir führe? Just take time to turn within. Nehmt euch einfach Zeit, nach innen zu kehren. And to reconnect and try to feel this subtle, very subtle energy that you are. Und verbindet euch zurück mit dieser ganz subtilen, feinen Energie, die ihr wirklich seid. But we have to stop to come out of too many action all the time. Sometimes you have to, how do you say? Withdraw. Withdraw, yes, thank you. Also wir müssen manchmal aufhören, wir sind immer am Handeln, am Tun. Und manchmal ist es notwendig, uns zurückzuziehen von diesem Tun. Each time you can stop and come back and be aware of that energy, you give power to your true self. Jedes Mal, wenn ihr es schafft, anzuhalten, innezuhalten und euch zurückzuziehen in dieses subtile Wesen, ist es so, als ob man sich selber Kraft gibt. And if you want even more results, Und wenn ihr sogar noch bessere Resultate erzielen möchtet, we all have to give up an habit. und dann müssen wir alle eine Gewohnheit aufgeben. This is to look at others Und das ist, auf die anderen zu schauen and to think too much about others. und über andere nachzudenken. You know, their faults, their behavior, their weaknesses. Wir denken über ihre Fehler nach, über ihr Verhalten, über ihre Schwächen. I really noticed how much it can take away your energy. Und ich habe es wirklich selber beobachtet, wie sehr es die Energie wegnehmen kann. So don't look at other, just come back to yourself. Schaut nicht auf andere, schaut einfach nur auf euch selbst. Disconnect many times in a day from the action, and you just try to feel and see. If you can't feel at the beginning, just convince yourself of what you are. Viele Mal im Tag zieht euch zurück, löst euch vom Handeln und bekommt ein Gefühl dafür, wer ihr wirklich seid. And you know, I don't know this word in English, les affirmations. Affirmations. You just go into silence and you can say some affirmation, very, very positive affirmation, even loudly. Und was man machen kann, ist, wenn man dann innehält, nach innen zu kehren und sich selber sehr positive Affirmationen sagen. Und das kann sogar laut ausgesprochen werden oder im Stillen. And use also visualization. You can see yourself in the next scene of your life. I don't know if you have to go to your job or in your family. Just visualize yourself in these different scenes, how you would like to react, how you would like to be. And you can create it already in your mind. And then it's more easier to become reality. Was ihr auch machen könnt, ist mehr mit Visualisationen zu arbeiten, dass man sich schon in Situationen sieht, zum Beispiel an der Arbeit oder in gewissen Beziehungen, und man sieht sich so, wie man eigentlich sein möchte dort, wie man antworten möchte, dass man das schon so antizipiert. So if you can let go of this habit of not looking at others and comment what others are doing, you really create a great protection, and you keep your energy and you become very strong. So, wenn wir das machen, wenn wir diese Gewohnheit aufgeben können, auf die anderen zu schauen und dann innerlich zu kommentieren,
was sie tun oder wie sie etwas tun, dann können wir innerlich einen Schutz aufbauen vor dieser Beeinflussung. And you know, the more we are strong, the more we are happy. Und je stärker wir sind, desto glücklicher sind wir. If you want to look at others, okay, we'll do it now. Just think of two people you admire. You admire? Okay. Also eine kleine Übung. Denkt mal an zwei Leute, die ihr bewundert. And pick up the qualities you love in these people. Und fokussiert euch auf die Qualitäten, die ihr an diesen Leuten mögt. Okay, I won't ask you, but it's an exercise you also can do a lot. Because, you know, if you perceive, somebody just want to say one quality he has perceived? Or Sie sagt, wenn wir das stark üben, und jetzt fragt sie, ob ihr diese Qualitäten erfahren haben konntet. Ja? She's asking, welche Erfahrung Qualität konntet ihr erfahren? Which quality? Lightness. Jemand hier sagt, ich konnte die Leichtigkeit von jemandem erfahren. Okay, lightness. Is there anything else? Intelligence. Charisma. Charisma, yes. Devotion. Jemand sagt so, diese Hingabe, Charisma hat jemand hier erfahren. Okay, so if you are able to perceive these qualities in one person, it is because it already exists inside you. Man kann sagen, wenn es uns möglich ist, diese Qualität von jemand anderem zu erfahren, das aufzufangen, dann geht es nur, weil man selber diese Qualität in sich trägt. So, and this is a very good exercise because each time you see a quality in one person, it makes increase inside yourself. This quality you can perceive increases inside yourself. Und so, wenn wir das regelmäßig machen und diese Qualitäten in anderen erfahren, dann, was dann passiert, ist, diese Qualität wächst in uns selber an. There are two more in the chat, courage and patience. Yeah, very good. They wrote what they could experience. Yeah. So, if she saw the courage, she's already a courageous person. Das bedeutet, wenn jemand jetzt schreibt im Chat, ja, ich habe diesen Mut, habe ich von jemandem erfahren, dann bedeutet das, dass man selber schon eine mutige Person ist, deshalb hat man das erfahren auch. So you can see the link with self-esteem. If you look at other in a way that you see the weaknesses and you comment their faults and everything, your self-esteem will decrease also. And if you see the qualities, your self-esteem will improve. So, ihr könnt diese Beziehung jetzt sehen zwischen was man in anderen sieht und dem Selbstrespekt. Wenn man in anderen das Schlechte sieht, dann geht mein Selbstrespekt runter. Wenn man in anderen das Gute sieht, dann wird automatisch mein Selbstrespekt auch größer. Resonance. Resonanz, ja, jemand sagt hier Resonanz. So, Was ist der third key? the third key, Was ist der third key? no, it was the second. Ah, You know, always linked with self-esteem. Das war immer noch zum zweiten Schlüssel in Verbindung mit Selbstrespekt. The third key, it's like about to get free from false beliefs. Und der dritte Schlüssel handelt sich darum, frei von
falschen Überzeugungen zu werden. And maybe I won't go too much in details in this key because there is so much to do, but I would like just to pick up one thing that is very important. Und das ist ein sehr tiefes Gebiet. Ich kann da nicht zu tief gehen, aber ich möchte einfach etwas ganz Wichtiges daraus aufpicken. It's a strong belief that is widespread. Und es ist ein sehr starker Glaube, eine Überzeugung, die weit verbreitet ist. And it has been picked up by all the cultures, I think. Und ich denke, das ist sogar von allen Kulturen aufgefangen worden, so aufgefasst worden. So. It is that the others outside, the situations, or the people, are responsible for what I feel. Und dieser Glaube handelt sich darum, dass wir denken, dass die Leute und die Situationen um mich herum verantwortlich dafür sind, wie ich mich innerlich fühle. You know, we blame people, we blame situations. It's not my fault. It's because of him, it's because of her. Und dann beschuldigen wir andere Leute, wir beschuldigen Situationen. Es ist nicht meine Schuld, es ist wegen ihr oder wegen der Situation. And this belief causes a lot of suffering because you feel completely impuissant. Powerless. Und diese Gewohnheit ist sehr schädlich, weil man sich sehr kraftlos fühlt in diesem Glauben. Because my happiness, my happiness or my peace depends on people who are outside, on situations and everything. Das bedeutet nämlich, dass mein Glück und mein Frieden immer von anderen, vom Außen abhängt. And you know, if you have this belief, you have so many opportunities to suffer because people are so, you know, there always be someone who will make something. Und wenn man in diesem Glauben gefangen ist, dann hat man unzählige Gelegenheiten zum Leiden, weil die Leute um uns herum, die machen immer irgendwie etwas. Also habe ich immer irgendwie einen Grund, nicht glücklich zu sein. Yeah. So can we challenge this belief? Dann können wir diese Herausforderung annehmen und diesen Glauben so herausfordern. So if I challenge this belief and others are not responsible for what I feel, who is responsible? Wenn ich also mich jetzt mal diesem Glaubenssatz entgegenstelle und ich sage, okay, die anderen, die sind nicht verantwortlich für mein Glück, wer ist dann verantwortlich? We ourselves. I am. Ich bin verantwortlich. I am responsible. Ich bin verantwortlich. Always. Immer. Always. Even if in challenging situations. Und I selbst have in always herausfordernden choice. Situationen bin ich verantwortlich. It might be not so easy sometimes, but I have always the choice. If the soul is powerful, she has a choice. Also, und das ist nicht immer einfach, aber wenn die Seele genügend kraftvoll ist, dann hat sie immer die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen. So, The choice of? Of suffering or not suffering. Die Wahl, die Seele hat die Wahl, kann die Wahl treffen, will ich leiden oder will ich aus dem Leid weg? You know, even tonight, now, right now, somebody might be thinking, oh yes, it's interesting what she's saying. And someone else could think, oh, she's completely crazy, or be getting angry about what I'm saying, you know? But I am a kind of neutral, but the reaction will be different from one person to the other. Und das zeigt sich, selbst jetzt in diesem Moment, zeigt sich das, wie man die Wahl hat. Weil wenn ich das so sage, dann werden einige von euch vielleicht denken, ah ja, das stimmt, das ist genauso. Und andere werden vielleicht denken, nein, das ist absolut verrückt. Das kann nicht sein, dass ich selber verantwortlich bin. And so the thought, if two people create different thoughts, they will make an experience of a different emotion.
One will be happy and the other one will be angry. So, und je nachdem, welche Leute jetzt auch hier so, welche Gedanken ihr produziert, hat es auch dann, zieht es in die Folge, hat es zur Folge, wie man sich dann fühlt. Wenn man einen negativen Gedanken denkt, dann fühlt man sich negativ, oder wenn man das annimmt, sagt, ja, das kann sein, dann fühlt man sich besser. So you can see, I just say something, but different reactions, different thoughts, different emotions. Und so, das heißt, ich sage hier einfach etwas, aber die Reaktionen, die sind anders, die Gedanken, die sind anders und dann die Emotionen, die jeder erfährt, sind auch anders. So I am not responsible for the anger that somebody might feel. Das heißt auch, dass ich nicht verantwortlich bin für den Ärger, der jemand empfindet. And this is so important to realize this in spirituality, that if I realize that the situations are not creating my state of inner being, I can become the master on board again. Und das in der Spiritualität ist das so etwas Wichtiges zu realisieren, dass wenn nicht die äußeren Situationen mein inneres Empfinden bestimmen, das gibt mir die Möglichkeit, wieder selber Meister über mein Leben zu werden. And it is just a question of power. The soul has to be powerful. Und das ist eine Frage der Kraft. Die Seele muss kraftvoll sein. It's like a battery. We can say battery in pill. Und das ist wie eine Batterie. And how do you charge the battery? How do you charge it? You plug the... And so how will I charge the inner battery? Die Seele ist wie eine Batterie und wenn die Batterie leer ist, was müssen wir machen, um sie wieder aufzuladen? Wir müssen da einstecken, also müssen sie aufladen. Und die Frage stellt sich jetzt, wie kann ich dann die Seele wieder kraftvoll machen und aufladen? And the best food for the soul is positive thoughts, elevated thoughts. Und das beste Essen, die beste Nahrung für die Seele sind erhabene, positive Gedanken zu denken. Yes. And yes, it creates a lot of power. And then when you are full of this energy, you can manage all the situations. Und das gibt ganz viel Kraft. Und wenn man wieder voll von dieser Energie ist, dann kann man mit jeder Situation umgehen. Okay. So? Very good. We go on? It's not too much? Proceed. Proceed. Okay, it's quatrième clé, fourth key. Jetzt kommt der vierte Schlüssel. It is the power of acceptance. Und da geht es um die Kraft der Akzeptanz. Do you know this quote from Eckhart Tolle? Do you know Eckhart Tolle in this part of Switzerland? Yes. Ja. Kennt ihr Eckhart Tolle? Er hat ein Zitat, das ich jetzt zitiere. One day he said something that touched me very much. Er hat einmal etwas gesagt, was mich sehr berührt hat. He said, no matter what the present moment entails, egal was der jetzige Moment in sich trägt, accept it as if you had chosen it. Akzeptiert es, als ob ihr das so gewählt hättet. And he said, this will miraculously transform your life. Und er hat gesagt, und das wird auf eine wundersame Weise euer Leben transformieren. The power of acceptance. It's also Kraft very zu strong akzeptieren. power. Eine sehr starke Kraft.
we first have to accept who we are. Und zuerst müssen wir akzeptieren, wer wir sind. As I said before, I have to be aware for my weaknesses, but not spending time judging and condemning me. Wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen uns bewusst sein über unsere eigenen Schwächen, aber nicht, dass ich Zeit damit verbringe, mich irgendwie schlecht zu machen und zu verurteilen. I always have to protect my inner peace. Ich muss Always. immer meinen inneren Frieden beschützen. So if I accept who I am, it's the beginning of inner peace. Und wenn ich akzeptiere, wer ich bin, dann ist es der Anfang von innerem Frieden. And then I also have to accept what is. Und dann muss ich auch akzeptieren, was ist. And this has nothing to do with resignation. Und das hat nichts zu tun, aufzugeben, zu resignieren. It's just again a question of saving energy. Das hat damit zu tun, Energie zu sparen. When you say, yes, I accept what's going on now, Denn wenn man sagt, ja, ich akzeptiere, was hier los ist, even if things are completely different as I had planned, und selbst wenn die Situationen total anders sind, als ich es für mich geplant habe, some scientists have noticed that when you say yes, the level of stress starts to reducing. reduce. Weil selbst Wissenschaftler haben herausgefunden, im Moment, wo wir Ja sagen zu einer Situation, fängt das Stresslevel an, sich zu reduzieren. And when the stress is low, your capacity of thinking, of discernment are improving. Und wenn das Stresslevel niedrig ist, dann ist die Kapazität zu denken und zu unterscheiden, die vermehrt sich, die erhöht sich. Okay, so we can say that acceptance with no action is resignation, but action without acceptation is going to lead you to impulsivity. Man könnte sagen, wenn man akzeptiert, ohne zu handeln, ist es Resignation. Aber wenn man handelt, ohne zu akzeptieren, kommt diese Impulsivität. And so accept is just to make a pause, and you just look at what's bubbling in you maybe, or what is inside, because we are all the time challenged. You know, it's right that people sometimes are dishonest, or it's unfair that a child is ill, or things like that. So zu akzeptieren heißt einfach mal still innezuhalten und zu schauen, was bewegt sich da eigentlich in mir. Weil es gibt Situationen, zum Beispiel wenn ein Kind krank ist oder irgendetwas anderes. Some unfair things, Oder Dinge, die wir als unfair empfinden. We are all the time, we have many opportunities to get really angry or sad, or because many things happen. Weil viele Dinge passieren. Es gibt unzählige Gelegenheiten, dass wir uns traurig oder verärgert fühlen könnten. But if you can say, yes, okay, for now it is like that. Aber wenn ihr schafft zu sagen, ja, okay, jetzt ist es einfach mal so. Okay, when you say yes, you can feel something, just the stress low down, and you can feel a kind of tranquility inside. Und was ihr feststellt, ist, dass das Stresslevel, dass das niedriger wird und ihr könnt in euch so eine Ruhe empfinden. Okay, and this will change the perception of the event. Und das selber verändert dann, wie man die Situation selber wahrnimmt. And if you can quickly reconnect with who you are, in this energy, in this point of consciousness,
there is a lot of wisdom also. Und wenn man es schafft, sich zurückzufinden in dieser, was wir wirklich sind, in dieser Energiepunkt, dann werde ich feststellen, dass darin auch sehr viel Weisheit ist. And so this consciousness knows exactly how to act with calm, dignity, and this is the famous little voice, I think. Und dieses Bewusstsein, man könnte sagen, das ist dann diese berühmte innere Stimme, die wir kennen, die ist dann fähig, in Ruhe und mit Würde zu handeln und zu entscheiden. And then you will go back to action, but with more discernment and more serene. Und dann werden wir zurückkehren in die Handlung, aber mit mehr Unterscheidungskraft und mit mehr Gelassenheit. Okay? What time is it? 8? 8 o'clock. So, it has also something to do with detachment. You know, we often speak about detachment, and people sometimes don't understand this word so well. Es hat auch mit Losgelöstheit zu tun. Wir sprechen oft von Losgelöstheit, aber häufig verstehen die Leute dieses Wort gar nicht so gut. But again, in spirituality, it's something very, very important and very positive. Und wieder in Spiritualität, es ist etwas sehr Wichtiges und auch etwas sehr Positives. Because you get free from your impulsivity. Weil man frei wird von dieser Impulsität. And so when you are detached, you have an access to your inner wisdom. Und dann haben wir Zugang zur inneren Weisheit. Okay, and sometimes we just want to, you know, I think Buddha said this, we just have to check sometimes if we are in a situation and we want to be right, you know, we always want to be right. And so people are fighting sometimes. And he said, just ask this question to yourself. What's more important, to be happy or to prove that I am right? Sie zitiert Buddha im Zusammenhang damit, dass es oft Situationen gibt, wo man jemand sagt etwas und man sagt selber etwas und dann will man beweisen, dass man recht hat. Und in solchen Momenten kann man sich einfach die Frage stellen, was ist wichtiger? Glücklich zu sein oder zu beweisen, dass ich recht habe? Shall we maybe just make a moment of silence so that maybe people can a little bit digest all this information? Just 1 minute maybe. So. Sie schlägt einen Moment der Stille vor, einfach so 1 Minute, um mal so innerlich ein bisschen zu verdauen, was wir schon gehört haben. Okay, thank you. So now we are ready for the 5th key. Und jetzt sind wir bereit für den 5. Schlüssel.
And it's something I like very much. It's called the power of benevolence. Und das ist etwas, das mir selber sehr gefällt. Die Kraft der Wohltätigkeit. Aber ich suche nach einem besseren Wort. Benevolence? Mhm. Des Bienveillance. Wohlgefühls. Bienveillance. Ja, der Güte, ja, das war so schöner. Mhm. Die Kraft Wohlwollens. des Wohlwollens, ja. Mm. So die Kraft des Wohlwollens, die Kraft der Güte. And I didn't say the quality of benevolence, I said the power of benevolence. It's important. Und es geht nicht um die Qualität, sondern um die Kraft. Die Kraft des Wohlwollens. Das ist wichtig. You know, life contains, in essence, an energy that transforms. Man kann sagen, dass das Leben im Grunde eine Energie ist oder beinhaltet, die transformiert. You can see a seed, as I told you before, just a little seed can become such a big tree. You know, the nature transforms the seed and making something very, very powerful. Man kann zum Beispiel in einem Samen sehen, es ist ein kleiner Samen, der so winzig ist, aber die Natur schafft es, diesen kleinen Samen in etwas Riesiges wie einen Baum zu verwandeln. And so we have to be aware that our thoughts are like little seeds. Und wir müssen darüber bewusst sein, dass unsere Gedanken wie kleine Samen sind. When I emit a thought, I can say emit a thought, Wenn ich einen Gedanken ausgebe, an energy is produced, dann wird eine Energie produziert an intention, a vibration. und dann eine Absicht, eine Schwingung. This is launched or sent into the universe. Und das ist, als ob diese Energie ins Universum geschickt wird. And so life will take it and make it grow and transform it in something. Und das Leben wird diesen Samen wie auffassen und ihn zum Wachsen bringen. So, when I have a loving look without judgment and I wish happiness, it is like a seed I plant in my own garden. So, wenn ich dann einen liebevollen Ausblick habe zum Beispiel und ich das Gut in anderen sehe, dann ist das, als ob ich einen Samen in meinem eigenen Garten pflanze. It will sprout Und dieser Same, der wird sprießen and bear fruit. und Früchte tragen. Do you know that each thought is so important? Because each thought is a seed that will bear a fruit. Und seid ihr euch darüber bewusst, dass eigentlich jeder Gedanke so wichtig ist, weil jeder Gedanke wie ein Same ist, der dann auch Früchte einbringen wird. Yes, each thought creates something. Jeder Gedanke erschafft etwas. So we sometimes are not aware because we think just it's something happening inside and nobody can hear, nobody can see. Yes, manchmal sind wir uns darüber nicht bewusst. Wir denken, ja, es passiert einfach bei mir und niemand kann es sehen, niemand kann es hören. But the vibration radiates Aber die Schwingung, die strahlt aus and it creates something. und etwas wird erschaffen. And you know, each thought, we say in spirituality that each thought, to each thought correspond a return also, the fruit. Wir sagen das in der Spiritualität, dass jeder Gedanke auch eine Rückgabe provoziert. Each thought, each action, each word, everything generates energy and this energy come back. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung erschafft eine Energie und diese Energie, die ich aussende, kommt dann auf mich zurück. And so, Sorry, I have a question. But this is not called karma, isn't it? It's not the same. it's the same, It's yes. the same. Even with thoughts, yes. Okay.
And for example, is right now everybody's thinking the world is going to end. This is going to happen. So many people thinking the same. So It creates a very strong energy. So you have to create more powerful thoughts to opposite, yes. So jemand hier erkundigt sich, das, was du erklärt hast, ist es das Karma-Gesetz? Und Patrizia bestätigt, ja, das ist, da geht es um Karma. Und dann eine andere Frage war, ja, wenn jetzt so viele Leute denken, ja, die Welt geht jetzt zu Ende, dann wird auch diese Energie erschaffen. Und Patrizias Antwort ist, ja, deshalb müssen wir jetzt noch stärkere Energie erschaffen, dass es nicht zu Ende ist. So, when you know this law that everything you create, each vibration you create will come back to you, the best way to do yourself good is to spend time creating very, very nice thoughts. Und wenn wir uns jetzt über dieses Gesetz bewusst sind, dass jeder Gedanke Energie erschafft, die auf uns zurückkommt, dann ist das Beste, was wir tun können, ist einfach zwischendurch mal Zeit zu nehmen und einfach gute Gedanken für uns zu schaffen. And we have so much opportunities to create good energy, you know, being thankful, to praise, being grateful to people, or, you know. Und wir haben so viele Gelegenheiten, diese gute Gedanken zu erschaffen. Wir können andere loben, wir können andere unterstützen, wir können danken. And spending time, you know, wishing happiness, prosperity to the people we love. Und dann können wir auch Zeit damit verbringen, einfach Glück und Wohlstand allen Leuten zu wünschen, die uns nahestehen. This is quite easy, no? To Und wish das ist happiness einfach. to people we love. Und jemandem Glück zu wünschen, den wir sowieso gut mögen, das ist einfach. But if you want to create the ability to receive really great benefits from life, Aber wenn wir die Fähigkeit in euch entwickeln wollen, dass ihr große Wohltat vom Leben erhalten könnt, wish happiness and prosperity to people you don't love. und dann könnt ihr Liebe und Glück wünschen all jenen, die ihr selber nicht liebt. Noch nicht. That's why we speak of power, you know, of benevolence, because you need power to do this. Und deshalb sprechen wir von der Kraft des Wohlwollens, weil um das zu tun, braucht man Kraft. Yes, you know, this is the sign of a strong person. Und das ist das Zeichen einer starken Person. Because she's able to go beyond the situation or the person. Weil diese Person to wish something nice, even if she receives something it is not nice. Weil diese Person ist stark, weil sie fähig ist, jenseits von Situationen und anderen Personen zu gehen und ihnen Gutes zu wünschen, obwohl sie jetzt vor der Hand nichts Gutes bekommt. So sometimes to be spiritual is very courageous because you have to think the opposite. Um spirituell zu sein, muss man manchmal auch sehr mutig sein, weil man eigentlich das Gegenteil denkt, was man fühlt. You know, what is this? Someone can have a very, very bad behavior and you wish happiness and prosperity to this person? Can you imagine this? Ist es etwas, das ihr euch vorstellen könnt? Jemand, der sich schlecht benimmt und ihr seht einfach drüber hinweg und wünscht dieser Person Glück und Zufriedenheit. Könnt ihr das schaffen? How can we do that? Wie können wir das tun? As we accept that we ourselves are also not perfect. Jemand sagt, wenn wir selber akzeptieren, dass wir auch nicht perfekt And sind. that we have also mistakes. Dass wir auch Fehler haben. Yes, that could be, yes. But when the people is really, I don't know, angry against you and very bad, I don't know, and you start wishing prosperity to this person, it's quite challenging, isn't it?
Ja, wenn wir in einer Situation sind, wo jemand wirklich negativ ist und wir wünschen dann dieser Person einfach nur alles Gute, das ist eine Herausforderung. And the power is because you, as we said, you have the ability to see beyond. So this person is quite, if you can see this person has someone completely maybe frustrated, or he has lost, I don't know, he's in a lot of discomfort to react like that. So you feel like a kind of mercy for that person. That can help you to wish something good because he is expressing his own discomfort. So, wenn wir hinter das Offensichtliche sehen, wenn wir zum Beispiel verstehen, dass eine Person sich negativ verhält, dass die selber vielleicht in einer schwierigen Situation steckt oder definitiv fühlt sie sich nicht gut, fühlt sich verärgert. Und wenn man das so sehen kann, dann könnte man auch so wie Barmherzigkeit für diese Person empfinden. Und aus diesem Gefühl heraus kann man gute Wünsche haben. So, this is the power of benevolence. Und das ist die Kraft des Wohlwollens. And the next one is the law of giving. Der nächste Schlüssel, das Gesetz des Gebens. And it's inspired by the nature. Und das wird inspiriert durch die Natur. There is just one word we can associate to nature, is to give. Ein Wort, das man sehr gut mit der Natur verbinden, assoziieren kann, ist geben. Because if you look at nature, you can see that it works according to a principle of generosity and abundance. Wenn wir die Natur betrachten, dann können wir sehen, dass sie nach den Gesetzen der Großzügigkeit und der Fülle funktioniert. If someone throws a stone at a tree, he's not going to react or to remove all his fruits. Wenn man zum Beispiel einen Baum mit einem Stein bewirft, dann reagiert er nicht oder er zieht auch die Früchte nicht zurück, die er hat. He will never have the idea to punish the one who has attacked him. Er würde nicht mal den Gedanken haben, die Idee haben, denjenigen, der ihn so herausfordert, zu bestrafen. Nature gives and gives and gives and continues to give. Die Natur gibt und wird immer nur fortzugeben. And you know, human beings have actually the same quality of energy. Und man kann sagen, dass die Menschen dieselbe Qualität von Energie in sich tragen. Unfortunately, they have moved away from this original principle. Aber leider haben wir uns von diesem ursprünglichen Prinzip entfernt. And they have developed the opposite. They want to take. Und Menschen haben zum Teil das Gegenteil entwickelt. Sie wollen nehmen. Yeah. This is called greed. Und das wird Gier genannt. And we can see how greed creates so many problems on the planet. Und wir können sehen, wie Gier auf diesem Planeten so viele Probleme verursacht. Generosity is no longer relevant. Und Großzügigkeit spielt wie keine Rolle mehr dann. And so in our lives, when we give, we participate in this cycle of abundance and generosity. Und wenn wir anfangen zu geben, dann ist es, als ob wir in diesem Kreislauf des Gebens und der Großzügigkeit und der Fülle, als ob wir uns in diesen Kreislauf einklinken. And you know, human beings and are like natures. They have the capacity to give without conditions. Und die Menschen haben die Fähigkeit, wie die Natur,
bedingungslos zu geben. And this is also very simple, but the best way to change completely a situation is to give unconditional love. Und das ist eine ganz gute Methode, eine Situation vollkommen zu verändern, indem man einfach bedingungslose Liebe gibt. And if you can't, because it's too difficult, please ask help. I mean, you know, we can connect to a source of energy. Maybe you are not able to give love at that moment because it's too difficult for you. But just be le canal. The channel. The channel. Just be the channel and trust. And give love to this situation. Give love and it will make magic. Und wenn ihr fühlt, dass ihr nicht fähig seid, Liebe von euch aus zu geben, dann nehmt Hilfe in Anspruch. Verbindet euch nach oben und werdet zu einem Kanal und vertraut einfach, dass diese Liebe durchfließt, bedingungslos in diese Situation hinein und vertraut dann einfach darauf. But anyway, if you repeat yourself every day who you are, at a moment, you know you are a spiritual being and you are made of love. So you will be able to give love. Aber wenn ihr euch sowieso jeden Tag jetzt daran erinnert, wer ihr seid, dass ihr ein spirituelles Wesen seid, dann werdet ihr mit der Zeit auch sehen, dass ihr Liebe in euch trägt, dass ihr ein Wesen der Liebe seid. And if we take always this idea of nature, can you imagine what our life would be if we be able to see a gift in every scene of the daily life? Und könnt ihr euch am Beispiel der Natur, könnt ihr euch vorstellen, was die Auswirkung wäre, wenn ihr in jeder Situation im Leben ein Geschenk sehen würdet? This is just a question of putting attention. Das ist einfach eine Frage, aufmerksam zu sein. I can see gifts everywhere. Überall kann ich Geschenke sehen. The person you meet, the job you have, the food you eat, the sunlight, everything. Im Sonnenlicht, im Essen, das ihr esst oder in einer Person, die ihr trefft, überall könnt ihr Geschenke sehen. And on the same level, what would my life be like if I was committed to always being aware of I want to give something at every moment? Und wie würde euer Leben aussehen, wenn ihr in jedem Moment oder wenn ihr so diese Einstellung hättet, ich will in jedem Moment geben können? What can I give? It's not something physical or, what can I give? Was kann ich geben? Es kann nicht etwas Physisches sein. I can give so much at every second with my thought, with a smile, with, my energy, my time, everything. In jeder Sekunde kann ich so viel geben. Ich kann meine Zeit geben, meine Energie, meine Gedanken, so viel. And we could also even practice this little exercise. Every person that I meet every day, I silently wish them well. Und das ist auch eine sehr schöne Übung, die wir machen können, den ganzen Tag lang. Jede Person, die ihr antrefft, dieser Person einfach nur Gutes zu wünschen. And as I said before, that everything you emit in the universe will come back to you. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, alles, was ihr ins Universum ausgibt, kommt dann wieder zu euch zurück. So to do yourself good, to attract good, is really, really to do good for others. So, Gutes für euch selber anziehen zu können, der Schlüssel dazu ist, Gutes anderen zu tun.
Okay, and so now we have come to the last one. Und jetzt kommen wir zum letzten Schlüssel. It's called connection. Verbindung. Dieser Connection. Schlüssel heißt Yeah. Verbindung. As I mentioned before, connection to the source. So it's really, this last key will allow all the other keys to flourish, I can say. So dieser letzte Schlüssel, Verbindung mit der Quelle, wird eigentlich alle anderen Schlüssel fruchtbar machen. It's like a shortcut I use that will help me to transform my inner nature and to become this beautiful being. Das ist wie eine Abkürzung, die ich nehmen kann, um meine Natur zu verwandeln und zu diesem schönen Wesen zu werden, das ich wirklich bin. So I will connect to the source. In the Raja Yoga school, we say the source is God. It's a point of energy, a point of light. In der Raja Yoga Schule sagen wir, dass diese Quelle Gott ist, ein Lichtpunkt, eine Quelle von spiritueller Energie. But totally full of peace and love and benevolence. Und absolut voll von Frieden, Liebe und Wohlwollen. Completely altruistic, without judgment. Vollkommen altruistisch, ohne irgend zu urteilen. And an energy that gives constantly. It gives. Und eine Energie, die konstant nur gibt und gibt. So, and it's very simple to connect because it happens with thoughts again. Und sich zu verbinden ist eigentlich sehr einfach, weil das passiert über die Gedanken. I would say thoughts and also feelings. Gedanken und Gefühle. Okay? And if we can take sometimes every day to turn inside and first to think about my natural being. And yeah. So, wenn wir das machen, jeden Tag uns immer wieder Zeit zu nehmen, nach innen zu kehren und mich als dieses spirituelle Wesen wahrzunehmen. And then connect to this pure source. Und uns dann mit dieser reinen Quelle verbinden. And accept it simply. Accept that it can help to transform the bad things inside you. Und dann einfach akzeptieren, dass diese Verbindung helfen kann, alles Negative in uns zu transformieren. I was saying once that we are like swimming pools. Wir sind so wie ein Swimmingpool. Full of dirty water. Also voll schmutzigem Wasser. And you can imagine that there is some water, very pure water coming inside this swimming pool. Und man kann sich vorstellen, wenn dann so ganz reines Wasser in diesen Swimmingpool reinfließt. And it starts to change the color of water, it goes on coming pure water, and the dirt somehow slowly go away. Und dann wird man feststellen können, dass langsam verändert sich die Farbe des Wassers und der Schmutz, der wird sich langsam rauslösen. Yes, it's really, it's like that. You connect and this pure energy slowly wash away the impurity of the soul. Und das ist so das Prinzip, so wie es funktioniert. Ihr verbindet euch und diese reine Energie reinigt langsam die Unreinheiten aus der Seele raus. We just have to trust the process. Wir müssen einfach diesem Prozess vertrauen. And it is just about asking something, or it is just because, it is just reconnecting first to your own true self, your energy, you are energy, and naturally you connect to this pure energy and you will be influenced. There is nothing to ask or, So, und wir müssen nicht mal irgendwie darum bitten. Es ist ein ganz natürlicher Prozess. Der erste Schritt ist, sich zurückzuverbinden mit der eigenen Energie, die wir sind.
Und dann in diesem Bewusstsein, Energie zu sein, Seele zu sein, können wir uns ganz natürlich verbinden mit dieser Quelle und dann kommt ganz auf natürliche Weise kommt diese Beeinflussung dann, ohne dass man darum bitten muss. And that's it. Und das ist es. Yes. Oh, sorry. What was the topic of 3? I so right, so I wrote acceptance. Pardon? Acceptance, yes. Acceptance numbers 10 points. So we can say to conclude that there are two main things I can say. The situations will continue to challenge us. Everybody will be challenged. There is nothing perfect in this world. So just take the habit from time to time to step out from the physical world and go to the inner world. So, um das abzuschließen, möchte ich nochmal sagen, dass die Situationen, die werden fortfahren, uns herauszufordern. Leute werden uns herausfordern. Was wir tun müssen, ist einfach von Zeit zu Zeit einen Schritt zurück machen und nach innen zu kehren und uns mit dieser Energie zu verbinden. And as much as possible during all the day, always check what's going on inside. Check. Und dann so viel wie möglich, den ganzen Tag hindurch, überprüft immer wieder, was geht hier eigentlich ab hier, was passiert da. And if something is not good, you check and then you change the thought and you create positive and elevated thoughts. Und wenn etwas nicht gut ist, dann überprüft das, seht das und dann verändert das. Erschafft positive, erhabene Gedanken. Very, very often. Und das immer und immer wieder. And with the connection to the source, it will make magic. Und dann zusammen mit der Verbindung zur Quelle wird etwas Magisches passieren. Okay. Very nice. Thank you. Do we finish with a few thoughts of meditation? Or Yes. just 2 or 3 minutes? Or Yes. Yes, good. yeah? Shall we wait? So, wir werden dann noch abschließen mit ein paar Gedanken, Meditation. Thanks so much, Patrizia. Very, very interesting and lots to practice. But as you said, it's not difficult. We only have to do it. Yes. We only have to do it. Yeah. So, Patrizia hat uns sehr gute Übungen gezeigt und es sind nicht schwierige Übungen. Wir müssen es einfach nur tun. Es geht darum, das zu tun. One person was asking me the other day in Valais how she could do to maintain this state of consciousness. And I just said, I put some on my telephone. I have some alarm every hour. And she said, oh yes, that's wonderful. I will do it. So, jemand in Wallis hat sie gefragt, ja, wie kann ich da überhaupt dran denken, mich hier wieder zurückzuziehen? Und sie hat gesagt, sie hätte so einen Alarm auf dem Mobile eingerichtet, dass sie alle Stunde wird sie dann erinnert, einen Moment just to still zu sein. Stop a few seconds and Und go einfach für inside. ein paar Sekunden anzuhalten und nach innen zu gehen. Yes. Okay. Very nice. So let's finish with a few silent moments. So thanks so much. Afterwards, Thank you, everybody. after meditation commentary, we won't continue to speak. We just will stop the transmission in silence
Nach dem Meditationskommentar werden wir auch nicht nochmal sprechen, sondern einfach in Stille die Betragung aufhören. Okay, again, I relax the body. Ich entspanne nochmals meinen Körper. I slow down my breath. Ich entschleunige mein Atmen, atme langsamer. And I put my attention in the center of my forehead. Und ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Mitte der Stirn. This is where I do live, I, the soul. Das ist da, wo ich die Seele lebe. I am a point of energy. Ich bin ein Punkt aus Energie. I am full of peace. Ich bin voller Frieden. I am very gentle and full of love. Ich bin sehr sanft und voller Liebe. In 1 second, I can go beyond, and connect to the Supreme Soul. In einer Sekunde kann ich jenseits gehen und mich mit der höchsten Seele verbinden. I can feel a very gentle and peaceful energy coming on me. Und ich kann fühlen,